Warst du schon mal in so einem Aquarium? Nein. Siehst du, dann weißt du gar nicht, was du alles verpasst hast. Das sind nämlich mehr als nur Fische. Da kannst du in so richtige Unterwasserwelten eintauchen. Und es gibt süße Pinguine. Guten Tag. Helmke? Ja, das bin ich. Eine Lieferung. Ich bekomme eine Unterschrift. Ja, klar, natürlich. Danke. Danke. Aha, wer schickt dir Blumen? Die sind von einer Kollegin. Vergiss mal nicht, von der Kollegin. Ja. Damit ich nicht vergesse. Damit du was nicht vergisst. Was? Ja, so wie du dich gerade verhältst, hast du ja scheinbar irgendwas vergessen. Olli, es tut mir leid, aber ich kann morgen nicht mit dir ins Aquarium gehen. Wieso? Was haben jetzt diese Blumen zu bedeuten? Naja, da ist so ein Ärztekongress in Düsseldorf und der geht den ganzen Tag. Und ich muss meine Kollegin dort vertreten. Deshalb hat sie mich daran erinnert. Schade. Wäre aber klug von deiner Kollegin, dir die Blumen zu schicken. Wie es aussieht, hast du ja wirklich vergessen, dass du sie vertreten wolltest. Dir ist aber schon klar, dass du mir jetzt einen Besuch bei den Pinguinen schuldest. Es tut mir leid, der Kongress. Ich muss mich darauf vorbereiten. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass ich die ganze Nacht Forschungsberichte lesen muss und so weiter. Vielleicht ist es doch besser, wenn du heute Nacht bei dir schläfst. Okay, ja gut, dann schuldest du mir aber mehr als nur die Pinguine. Dann viel Erfolg für morgen. Meld dich, wenn du wieder zurück bist. Mach ich. Was mit Ginger Ale? Was? Ginger Ale. Danke dir. Was ist mit Zahlen? Schreib's auf meinen Deckel. Sag mal, Alter, so geht das nicht. Du musst deinen Scheißdeckel auch mal bezahlen. Ich habe mein Geld oben liegen lassen. Ja, dann bringst du es eben mit. Dieses ständige Rausreden und Hinhalten kotzt mich echt an. Dann hast du deine Tage? Du kannst einen ja richtig erschrecken. Ärger im Paradies? Es gibt nichts mit Paradies. Es geht gar nicht um mich oder meinen Deckel. Es geht um Jo, oder? Was hat er schon wieder angestellt? Vermutlich gar nichts. Jetzt erzähl schon. Ich war vorhin bei ihm, wir hatten einen super schönen Tag und dann kam so ein blöder Blumenstrauß. Blumenstrauß? Ja, Blumenstrauß. Den hat ihm eine Kollegin geschickt, um ihn daran zu erinnern, dass er morgen auf einem Kongress für sie einspringen soll. Zumindest behauptet er das. Ja, hast recht. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Wenn die Blumen nicht pünktlich wie jedes Jahr angekommen wären, dann hätte ich echt vergessen, was morgen für ein Tag ist. Und du glaubst ihm nicht? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Es geht auch vielmehr darum, wie er sich verhalten hat. Er war einfach wieder komisch und dann hat er mich weggeschickt, weil er sich angeblich auf diesen Kongress vorbereiten will. Guck. Unser Film. Du bist eifersüchtig auf seinen Job? Ey, dann wirst du es aber verdammt schwer haben, weil Arzt sein ist für ihn alles. Darum geht's auch nicht, damit komme ich klar. Ich habe vielmehr das Gefühl, dass er sich irgendwelche Hintertürchen offen halten will, damit er sich nicht ganz auf mich einlassen muss. Ey, wer weiß schon, was in Jos Kopf vorgeht. Der ist zu allem fähig. Vielen Dank für deine aufbauenden Worte. Hey, du bist in ihn verliebt. Und wahrscheinlich ist alles ganz harmlos. Und er sitzt über seinen medizinischen Fachzeitschriften, um bei seinen Kollegen wieder auf die Kacke zu hauen. Wobei ihm wahrscheinlich sogar noch einer abgeht. Das war ein Scherz. Mach dich locker und vor allen Dingen mach dir keine Gedanken darum, was in seinem Kopf vorgeht. Weil das werden wir eh nicht rauskriegen. Das war's, Sam. Zum ersten Mal habe ich dich beinahe vergessen.
wäre doch großartig, wenn Bella das Baby bekommt. Du wärst Oma, ich werde Onkel. Nee, ich fände das wirklich fantastisch. Charlie, du, ich muss mal kurz Schluss machen. Ich melde mich später noch mal, ja? Ciao. Olli, Hey, du, ich wollte nur mal kurz hören, wie es dir geht und ob du schon weißt, wann du heute Abend zurück bist. du, das kann ziemlich lange dauern. Dann bist du jetzt schon bei deinem Kongress? Ja, ich muss auch gleich rein. Der erste Vortrag beginnt gleich. Ich melde mich bei dir, okay? Okay. Ciao. Schau mal, frische Brötchen. Lecker, ne? Also ich weiß nicht, Sam, irgendwie fühlt sich das komisch an. Weiß nicht? Vielleicht liegt es ja daran, dass in letzter Zeit so viel passiert ist. Keine Ahnung, was meinst du? Meine Brüder sind jetzt hier. Und sogar mein Vater lebt in Düsseldorf. Kannst du dir das vorstellen? Der? Sam, ich muss dir was gestehen. Ich habe jemanden kennengelernt. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe Angst. Weißt du, ich denke immer selten an dich. Und plötzlich sehe ich dich gar nicht mehr. Ich habe echt Schwierigkeiten, mich noch an dein Gesicht zu erinnern. An deine Nähe, deine Berührung. Also ich habe Angst, dass du irgendwann gar nicht mehr da bist. Aber vielleicht muss das ja so sein. Vielleicht ist es ja genau das, was du gerne hättest. Jo? Ich weiß, dass du da bist. Mach bitte die Tür auf. Hallo, ich weiß, dass du da bist. Jetzt lass mich hier nicht wie ein Idioten rumstehen, bitte. Ich hab dein Handy gehört. Ich weiß, dass du da bist. Und jetzt will ich wissen, wer bei dir ist. Jo, jetzt mach die verdammte Tür auf. Hau endlich ab, okay? Wusste ich doch, dass du da bist. Dann back dir ein Ei drauf, aber zieh Leine. Hast du sie noch alle? Ich lass mich doch nicht wegschicken wie so ein Pizzaboten. Oh, das sagt genau der Richtige. Ich will, dass du meine Privatsphäre respektierst. Weißt du was? Ich scheiß auf deine Privatsphäre. Verpiss dich, verdammt! Nicht bevor ich nicht weiß, was da drin los ist und vor allem mit wem. Wo ist er? Wer ist bei dir? Hier ist niemand. Wie oft denn noch? Und warum schließt du dich dann hier ein mitten am Tag? Machst du einen auf geheimnisvoll und... Was? Jo, was soll das hier? Heute ist Sams Todestag. Es tut mir wirklich leid, wenn ich gewusst hätte, was heute für ein Tag ist, dann... Was dann?
Dann hätte ich dich in Ruhe gelassen. Ach wirklich, Olli? Ich glaube eher, du hättest mich weitergelöchert. Warum ich alleine sein will, warum ich nicht drüber rede. Warum ich mich mit dem Foto von meinem toten Freund einschließe und dann auch noch für uns Essen zubereite. Das ist deine Sache. Wirklich, Olli? Seit wann ist irgendetwas auch nur annähernd meine Sache? Was soll denn das jetzt bitte heißen? Du wühlst andauernd in meiner Psyche rum und suchst nach Problemen, über die ich dann reden muss. Über ein Trauma durch meinen Vater, ein Trauma durch meine Brüder oder meinen verstorbenen Boyfriend. Irgendwas ist doch immer. Ist es jetzt ein Problem, dass ich mich für dich interessiere? Nein, aber du willst so in mich reinkriechen, alles von mir wissen. Aber ich hab da keinen Bock drauf. Ich will einfach nur, dass du mich so nimmst, wie ich bin. Die Leier mal wieder. Jetzt tu doch nicht so, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank. Wer stampft denn wie ein Elefant durch mein Leben und lässt mir keine Zeit? Und akzeptiert nicht, wenn ich mal alleine sein will? Weißt du was, Olli? Du bist krankhaft eifersüchtig. Merkst du das überhaupt? Setz dich doch mal damit auseinander, anstatt die ganze Zeit in meinem Innersten rumzustochern. Ich hätte gar keinen Grund, in irgendwas rumzustochern, wenn du mich nicht ständig von allem ausschließen würdest. Olli, vielleicht ist das ja neu für dich. Aber in einer Beziehung muss man nicht immer alles miteinander teilen. Ich habe das Recht auf mein eigenes Leben. Natürlich. Aber wenn du mir einfach gesagt hättest, was heute für ein Tag ist, dann wäre das alles nicht passiert. Aber du machst ja lieber ein Geheimnis draus. Was bitte soll ich denken, wenn du mir sagst, du bist auf einem Kongress und dann sehe ich dich mit einem Brötchen im Park rumschlendern? Und dann muss ich unbedingt jemand bei mir haben und dich betrügen. Eine andere Erklärung gibt's nicht für dich. Woher bitte soll ich wissen, dass du hier mit deinem toten Freund frühstücken willst? Scheiße. Es tut mir leid. Olli! Mann, jetzt warte doch mal. Hey! Ich weiß, es war total bescheuert, dir nichts von Sam zu erzählen. Aber ich hatte Schiss. Schiss, dass du es falsch verstehst und verletzt bist. Und ich will dich nicht verletzen. Ich weiß. Ist echt einen an der Klatsche haben. Ich weiß, aber warum gerade jetzt? Meine Eifersucht. Ich war nicht immer so. Nachdem Christian mich betrogen hat, zweimal, ich hab's das letzte erfahren. Und ich weiß, dass du ein eigenes Leben hast ohne mich. Und ich weiß, dass es Sam gibt und dass du den nicht vergessen kannst. Das sollst du auch gar nicht, aber ich hasse das Gefühl. Das Gefühl, dass es dann noch jemanden gibt und dass ich es wieder als Letzter erfahre. Das wird nicht passieren. Schau, Olli, ich weiß nicht, was morgen ist. Ich weiß auch nicht, wem ich noch alles in meinem Leben begegnen werde. Aber eins kann ich dir versprechen. Wenn ich es überhaupt nicht mehr mit dir aushalte, dann bist du der Erste, der es erfährt. Klingt ja wirklich großartig. Und sehr unwahrscheinlich. Ist jemand verletzt? Ich bin Arzt. Sie ist einfach über die Straße gerannt. Geh zurück. Olli, bitte geh zurück, Mann!